Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde State of Survival. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich ein bisschen über das Hauptstadt-Event was erzählen. Ja, das gibt schon eine Weile, es gibt auch schon ein paar Videos dazu, noch nicht von mir. Deswegen kommt hier eins und vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp euch noch mitgeben, worauf man achten soll. Ihr könnt sehen, das Event läuft gerade mit einer Besatzungszeit, die hier runterläuft. 5 Stunden 30 ist noch die Hauptstadt zu halten. Also mit meiner Allianz bin ich jetzt gerade in der Hauptstadt drin. Ihr könnt das hier sehen an der Besatzungszeit. Und das Ziel ist es, die Hauptstadt mindestens 6 Stunden zu halten. Insgesamt geht das Event aktuell 12 Stunden, das war schon mal länger, das wurde geändert, das bin ich auch ganz froh drüber, denn 24 Stunden am Handy zu sein, ist irgendwie so gut wie unmöglich und ich glaube, das haben auch die Entwickler gemerkt, deswegen bin ich froh, dass das hier ein bisschen runtergegangen ist und ich möchte euch hier einfach ein paar Tipps mitgeben, vor allem, wie man als Allianz gemeinsam dieses Event gewinnt. Denn eine der Sachen ist ganz wichtig und zwar das Heilen. Ihr kriegt also, wenn ihr in den Türmen oder in der Hauptstadt drin seid oder Rallyes startet, immer gut Verluste. Oder auch zumindest Leute im Krankenhaus, je nachdem, wie viel Kapazität ihr in dem Krankenhaus habt. Und da möchte ich euch mal zeigen, was es wirklich bringt, seine Heilung zu optimieren. Und wenn die ganze Allianz hier mithilft, dann kann man das auch gut schaffen, ohne dass man groß wirklich Verluste hat. Also Truppen, die wirklich weg sind, sondern eben dann nur im Krankenhaus. Also legen wir los, viel Spaß. Ich bin jetzt mal gewechselt in die Landschaft und ihr könnt sehen, das ist also die Hauptstadt. Und es gibt 4 Türme drumherum. Unten ist einer, links, oben und rechts. Und Ziel ist es, dieses Hauptgebäude in der Mitte 6 Stunden zu halten. Momentan sind wir da drin, Böse Onkels hält die Hauptstadt. Und wenn man dort draufklickt, kann man sehen in der Garnison, wer ist aktuell alles in der Hauptstadt drin und wer beschützt die. Es geht also auch wie bei normalen Rallyes darum, der ganz oben drin ist, dessen Werte zählen und die Leute, die ihn verstärken, die können Truppen nachschicken und je nachdem, welche Truppen man schickt, welches Level die haben, ist dann die Verteidigung stärker oder auch schwächer. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für dieses leichte Ruckeln, wie ihr sehen könnt, wenn ich scrolle oder auch diese leichten hakeligen Sachen. Denn mein Rechner ist immer noch nicht der neueste. Wie beim letzten Mal schon gemerkt, der Emulator hier für Android zieht doch ordentlich Performance, aber dadurch kann ich bessere Aufnahmen machen mit einer Schnittsoftware und sowas. Daher verzeiht mir das, auf dem Handy läuft das Ganze besser und ich hoffe, ich kaufe mir auch demnächst mal einen neuen Rechner. Aber jetzt nicht, dass ihr denkt, dass das Spiel einfach so schlecht programmiert ist. Daran liegt es nicht, sondern an meiner Ausstattung. Ja, ihr könnt sehen, wird besetzt, steht hier oben links. Das heißt, ich bin gerade in einem Turm drinnen und zwar in diesem hier oben, Time to Kill. Wir hatten aber auch schon ein paar Angriffe und wenn ich jetzt in meine Siedlung mal zurückwechsel, kann man sehen, dass ich auch Leute im Krankenhaus schon habe. Hier habe ich mein Krankenhaus und mir wird angezeigt, ich habe Truppen, die ich heilen kann. Und zwar schon 30.000 fast. Das würde an Heilung dauern 1 Tag und 2 Stunden und ein bisschen. Wenn das Krankenhaus voll ist, nochmal zur Erinnerung, hier oben könnt ihr sehen, wie viel in meinem Krankenhaus reinpassen. Das könnt ihr mit Forschung vergrößern. Also wenn ich über 220.000 Truppen hier drin habe, dann bekomme ich Verluste. Das heißt, die Truppen sind dann weg. Ein Teil geht natürlich in die Musterung, wie ihr das schon wisst, aber ein Teil ist auch verschwunden. Ich glaube, das waren ungefähr 30%, die verloren gehen und 70% in die Musterung, aber nagelt mich nicht fest, das hat, glaube ich, auch mal gewechselt. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was das für Unterschiede macht, wenn man den Talent richtig setzt. Das heißt, wir merken uns jetzt mal den 1 Tag 2 Stunden und jetzt skille ich mein Talent auf Wirtschaft und vor allem auf Heilung und dann sehen wir mal, was das mir jetzt an Zeit bringt. Ja, was ist jetzt passiert? Ich musste die Aufnahme nochmal unterbrechen, denn ihr könnt sehen, ich habe jetzt 72.000 im Krankenhaus, denn ich war in diesem einen Turm hier drin, wie ihr gesehen habt. Dort haben wir gerade verloren, haben also eine starke Rallye raufbekommen und jetzt habe ich mehr im Krankenhaus als vorher. Aber gut, also merkt euch nicht die 1,2 Tage, die es gerade noch waren, sondern die 2 Tage und 18 Stunden schon. Und jetzt gucken wir uns an, wenn ich das auf Talent Wirtschaft umbaue, was das dann nur noch an Stunden bedeutet. Den Talentbaum finde ich oben links in der Ecke. Wenn ich auf mein Symbol klicke, wenn ich in der Stadt bin, dann unten in dem unteren Bereich Talente. Hier könnt ihr sehen, ich habe gerade 207 Punkte zu vergeben. Nochmal zur Erinnerung, wo kommen die her? Die kommen von meinem Kommandantenlevel.
Ihr könnt sehen, ich bin Level 56 und man kann das erhöhen, indem man tägliche Aufgaben macht und solche Kommandantenabzeichen sammelt, indem man die per BIOS kauft oder auch Geld dafür ausgibt. Wenn man aber regelmäßig täglich die normalen Aufgaben macht, dann braucht man hier auch kein Geld für ausgeben, sondern man kann auch so aufsteigen. Ich gehe da mal in den Talentbaum rein und kann mich jetzt entscheiden, gehe ich auf Krieg, um meine Fähigkeiten und Stärke zu erhöhen, zum Beispiel die Marschgeschwindigkeit oder auch die Kapazität. Aber mir geht es jetzt um die Heilung, deswegen gehe ich jetzt auf den Bereich Wirtschaft. Um auf die Talente zu kommen, die meine Heilung erhöhen, das ist hier vor allem Verbandsmaterial, muss ich auch alle vorherigen Talente benutzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang, das dauert leider immer ein kleines Moment, da müsst ihr jetzt mit zuschauen. Wenn man, ich glaube, VIP Level 12 hat, kann man sich die auch abspeichern hier über so ein Talent-Set. Das habe ich nicht, deswegen dauert das immer einen kleinen Moment. Und ich vergebe jetzt hier die Punkte und bei diesem Verbandsmaterial kann man jetzt sehen, das erste kann ich jetzt hier 3-mal verbessern und kann damit jetzt um 24% meine Heilung schon erhöhen. Nehmen wir mal noch die Krankenhauskapazität mit und damit gehe ich jetzt weiter in dem Baum, denn dieses Verbandsmaterial-Talent gibt es noch öfter und in der späteren Variante auch noch besser, also dann kriegt man mehr Prozente. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, klicke ich hier mal kurz durch. So, hier haben wir das nächste. Diesmal können wir schon 5 Punkte setzen. Und wenn ich das mache, haben wir zusätzlich 50% nochmal mehr Heilung. Nehmen wir auch hier wieder die Krankenhauskapazität mit. Forschung, rasche Entwicklung. Das sind alles nette Talente, die brauche ich jetzt aber gerade für die Heilung nicht. Hier haben wir wieder das nächste Paket. Jetzt können wir schon 10-mal das verbessern und geben nochmal 120%. Das heißt, ihr seht schon, das ist wirklich hilfreich. Und von diesen 2 Tage 18 Stunden, die wir hatten, schätze ich mal, können wir das vielleicht auf einen Tag oder sowas runterdrücken. Ich mache jetzt die anderen hier noch kurz weiter. Ich glaube, hinten eins kommt noch. Genau, das hier ist auch noch praktisch. Die Sofortheilung, die kann man einmal benutzen innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, wenn euer Krankenhaus komplett voll ist, könnt ihr das einmal zünden und habt dann 10% sofort wieder an Truppen zurück. Genau, hier ist jetzt das letzte. Das hat nochmal 20 Punkte, die ich hier reinpacken kann. Das gibt nochmal 300%. Und in die Krankenhauskapazität gehe ich auch nochmal rein. Ich könnte jetzt noch mehr Punkte hier vergeben, 20, lasse ich jetzt aber mal sein. Und jetzt gucken wir uns mal an, was im Krankenhaus das gebracht hat. Wir sehen jetzt also, 1 Tag und 8 Stunden brauchen wir hier noch, um die alle zu heilen. Wenn ich das im einen Rutsch machen würde, also ich klicke jetzt hier rauf und dann würde das jetzt hier durchlaufen, aber das dauert mir zu lange. Denn ich möchte ja die Hilfe von meiner Allianz nutzen. Also ich kann hier auf diese gelbe Hand klicken und dann habe ich Hilfe angefordert und ihr könnt sehen, wir sind schon ganz fleißig am Spielen. Die ganzen anderen Spieler klicken jetzt Heilung, aber irgendwann ist diese Heilung voll, denn wir haben jetzt ja nicht so viele Spieler gleichzeitig online. Das heißt, ich würde jetzt irgendwie bei einem Tag und 5 Stunden oder sowas stehen bleiben und müsste so lange warten und kann dann nicht mehr mitspielen. Das möchte ich vermeiden, deswegen gehe ich nochmal rein und breche die Heilung nochmal ab. Heilung abbrechen. Und gebe jetzt nur eine kleinere Anzahl zum Heilen ein. Das heißt, ich sage rasche Auswahl, klicke die einmal zurück, dann geht die hier nach hinten und jetzt kann ich sagen, wie viele Truppen möchte ich denn heilen. Und das kommt so ein bisschen drauf an, wie viele gerade online sind. Ich probiere es jetzt mal mit 2 Stunden ungefähr, nicht ganz, also ungefähr 4000 Einheiten und sage jetzt nochmal heilen. Und gebe jetzt nochmal die Anfrage raus, dass die Allianz mir bitte helfen soll. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie schnell und gut das geht. Das heißt, ich habe jetzt gleich in, ich würde sagen in einer Minute vielleicht, nicht mal, 4000 Einheiten geheilt, ohne dass ich irgendwelche Beschleuniger nutzen muss. Tada! Also das ist natürlich super, wenn die Allianz so aktiv ist. Jetzt kann ich hier wieder reingehen, sage nochmal wieder zurück und schiebe den nochmal auf ungefähr 4000. Und so könnt ihr sehr, sehr, sehr viel schneller eure Truppen wieder heilen und dann auch wieder in den Kampf schicken, ohne dass ihr jedes Mal dann Verluste habt, die über die Musterung dann teilweise abgefangen werden, aber eben nur zum Teil.
So, dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wie ist also der Ablauf? Ihr greift einen Turm an oder werdet selbst angegriffen und habt dadurch erstmal ein paar Verletzte, die gehen ins Krankenhaus. Dann seht ihr hier bei dem Krankenhaus dieses Symbol oben drüber und könnt dann sagen, ihr wollt Truppen heilen. Hier wählt ihr zwischen 3.000 bis 4.000 aus. Dann müsst ihr mal schauen, je nachdem wie weit eure Forschung ist, wie viele gerade online sind, wie schnell das geht. Dann müsst ihr euch ein bisschen rantasten. Dann klickt ihr auf das gelbe Händchen. Das sieht so aus wie das, was hier gerade aufgeploppt ist. Klickt da drauf und dann können die Allianzmitglieder euch helfen. Und wenn ich jetzt hier rauf klicke, helfe ich auch den anderen, die das bei mir angefragt haben. Das gleiche passiert auch, wenn ich dieses andere Doppelhändchen hier in blau-schwarz klicke. Ja, und dann macht ihr das gleiche immer wieder, immer zwischen 3.000 bis 4.000 Truppen auswählen und dadurch vermeidet ihr, dass ihr Verluste habt, also die Truppen wirklich weg sind, sondern ihr dann immer schnell wieder weiterspielen könnt und so es auch schafft, die Hauptstadt lange zu halten, ohne dass ihr danach wieder 4-5 Wochen lang einfach nur Truppen bauen müsst, weil die weg waren. Einen Hinweis möchte ich jetzt natürlich noch mitgeben: Wenn ihr auf Wirtschaft den Talentbaum setzt, seid ihr nicht so stark. Ja, das stimmt. Deshalb empfiehlt sich das, dass die Rallye-Starter oder die starken Spieler bei euch, die die Türme verteidigen, natürlich auf Kampf sind und alle anderen auf Wirtschaft, damit sie schnell ihre Truppen heilen können. Was ist jetzt, wenn der Starke dann auch das Krankenhaus langsam voll hat? Naja, dann reduziert er einfach die Truppen, die er mitschickt. Denn die Werte, die Stats von ihm zählen trotzdem. Das heißt, er hat dann, weiß ich nicht, nur 100 Truppen oder sowas im Turm und alle anderen, die auf Wirtschaft sind, verstärken dann die, füllen die Türme auf und dadurch kann man die Truppenverlust reduzieren, wenn natürlich genug Spieler hier mitspielen und immer fleißig heilen klicken. Zum Schluss des Videos möchte ich euch noch die Belohnung zeigen, die man bekommen kann, wenn man diese Hauptstadt-Schlacht gewinnt. Dazu gehe ich auf der linken Seite hier mal auf Rangbelohnungen und hier kann man sehen, jetzt Rang 95. Dadurch, dass ich das Video jetzt gerade mitdrehe, ist es noch nicht so gut. Ich scroll mal weiter nach oben. Platz 1 bekommt 150 von diesen Abzeichenmarken, etliche von Biocaps und auch von diesem eisernen Barett, also zum Leveln der Medaillen, die ich auch in dem letzten Krieg der Staaten-Event benutzt habe. Das, wenn ihr nicht genug Zeit habt, dieses Event so lange mitzuspielen, was auch völlig verständlich ist, dann berate ich euch zumindest diese Mindestpunkte mitzunehmen und Mindestbelohnung. Und dafür müsst ihr ja 6,7 Millionen Punkte machen und dann bekommt ihr zumindest das hier. Ich scroll mal noch ein bisschen hoch. Es sind also ein paar schöne Beschleuniger mit bei, die ihr bekommt und dann auch ein paar Abzeichen. Und wenn ihr jetzt sagt, meine Allianz ist nicht so aktiv, wie kann ich dann trotzdem Punkte machen? Naja, dann füllt einfach so lange euer Krankenhaus, bis es voll ist. Das heißt, ihr startet einzelne Angriffe auf die Türme, auch von eurem Allianzort. Dann müsst ihr nicht mehr zur Hauptstadt porten und einen Port verschwenden. Das heißt, ihr geht einfach hier hin auf einen Turm, der nicht von euch ist, zum Beispiel den hier, der in Rot, sagt einfach Angriff. Und dann schickt ihr da so lange Märsche hin, bis euer Krankenhaus voll ist, damit ihr keine Truppen verliert und dann solltet ihr diese Mindestpunktzahl schaffen, zumindest war das bei mir meistens der Fall. Oder alternativ startet einfach eine Rallye auf eurem Hive und dann könnt ihr die Mindestbelohnung abgreifen. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein zu dem Event. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr Verbesserungswünsche habt. Das ist ja immer noch ein bisschen Neuland hier für mich, dieses Video produzieren. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis demnächst.